Um die Röhrenfreunde nicht ganz zu übergehen, habe ich mal wieder etwas in der Bastelkiste gekramt. Wenn man sein altes Röhrenradio stilgerecht mit einem Programm versorgen will, sollte das Signal auch von einem Röhrensender stammen. Wir brauchen also einen Mischer für Hoch- und Niederfrequenz. Speziell für diesen Zweck gab es Röhren mit 2 Steuergittern. Ich benutze eine Verbundröhre ECH81. Mit der Triode wird ein Colpitts-Oszillator aufgebaut, der die Trägerfrequenz liefert. Die Heptode bildet die Mischstufe. Die Niederfrequenz geht an Gitter 1 und die Hochfrequenz vom Oszillator an Gitter 3. Das Ergebnis sieht wieder eher nach Addition als nach Multiplikation der Frequenzen aus. Heptoden sind aber so konstruiert, dass auch genügend Mischprodukte für ein amplitudenmoduliertes Signal entstehen, die ohne Probleme von einem Mittelwellenempfänger empfangen werden können. Auch wenn die Verbindung per Kabel hergestellt wird, ist es besser, die Oberwellen mit einem Schwingkreis auszufiltern. Nicht jeder wird noch eine Heptode herumzuliegen haben. Darum habe ich mir mal überlegt, ob man das nicht auch anders machen kann. Ein Bastler baut ja nicht nur 1:1 nach, sondern probiert auch mal was aus. Die Idee ist, eine Pentode zu verwenden und das Bremsgitter als zweites Steuergitter zu missbrauchen. Die Trägerfrequenz wird jetzt von außen an das Steuergitter eingespeist. Um das Bremsgitter etwas negativer zu machen, ist der Kathodenwiderstand aufgeteilt. Hier wird das NF-Signal dazugegeben. Prinzipiell funktioniert auch das, aber hier kann jeder selbst experimentieren. Dazu wünsche ich euch viel Spaß und sehe euch hoffentlich morgen wieder. Bis dahin.